Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Grüß dich. Was meinen wir, wenn wir zu einem Menschen sagen, ich will, dass du blühst? An der Oberfläche erscheint mir das als eine der schönsten Dinge, die man zu einem Menschen sagen kann. Es könnte bedeuten, ich wünsche mir, dass du erscheinst. Ich wünsche mir, dass du deine vielleicht noch versteckten Geschenke zeigst. Ich wünsche mir, dass du dich frei fühlst, aufzutauchen. Im Grunde alles sehr liebensbejahende und wohlwollende Wünsche, denke ich. Danach klingt es. Und gleichzeitig frage ich mich, ist das immer gemeint oder ist immer nur diese Ebene gemeint? Oder gibt es darin nicht auch hin und wieder Nuancen? Oder vielleicht sogar öfter, als man sich vorstellt, Nuancen, die noch etwas anderes erzählen. Denn in dem Ich will, dass du blühst, gibt es die Instanz, die das Schöne, sagen wir mal, das Schöne will. Und wenn man genau hinhört, erscheint darin vielleicht sogar ein Ich will, dass du für mich blühst. Dann könnte es, muss nicht, aber könnte es auch sein, dass darin verborgen ist, ich möchte, dass du für mich auf eine Weise blühst, die mir gefällt, die mich glücklich macht. Die mich fröhlich macht. Und in dem Ich will, dass du blühst, höre ich auch unter der Oberfläche, die ja durchaus etwas Schönes an sich hat, aber darunter klingt auch eine Art Appell und vielleicht sogar die vermutlich weniger bewusste Botschaft, so wie du jetzt bist du für mich eigentlich nicht so in Ordnung oder bist du für mich eigentlich nicht so interessant.
Aber ich vermute, dass in dir ein Potenzial steckt, bei dem ich am liebsten mit meinen Augen sehen möchte, dass es zum Vorschein kommt. Und vielleicht, wenn ich das zu jemandem sage, will ich vielleicht sogar sehen, ob ich recht hatte oder ich will mich gut dabei fühlen, dass ich vielleicht einen Teil dazu beigetragen habe, dass da jemand aufgeblüht ist. Und dann ist irgendwie die Frage durchaus berechtigt, finde ich, ob es einem um das Blühen des anderen geht und wie man das überhaupt ausdrücken könnte. Oder ob es einem vielleicht viel mehr darum geht, vom Blühen des anderen unterhalten zu werden. Vielleicht sein eigenes Blühen durch den anderen erleben zu können. Also das eigene Blühen vermeiden zu können, indem man sich auf den anderen konzentriert und zum Projekt macht. Wenn man es von dort betrachtet, dann ist dieser Eifer oder der Wunsch, die Beiträge, die man machen kann, die Einladungen, die man ausspricht, vielleicht auch das Drängen in manchen Fällen, etwas, das sich auf etwas ganz anderes richtet. Es ist vielleicht dann eher damit gemeint, ich will, dass geblüht wird, ich will sehen, dass es blüht. Und vielleicht im versteckten Nebensatz. Ich will sehen, dass es blüht. Damit ich eine Garantie habe, dass meine Hoffnung, dass das, was gerade ist, sich verändern könnte, bestätigt ist oder erhalten ist. Also das ist so ein bisschen die Frage gerade, die ich mir stelle, geht das überhaupt, dass wenn man das so formuliert und an jemanden richtet im Speziellen und dann vielleicht auch sehr viel sich damit beschäftigt, wie das wohl aussehen könnte, was man wohl alles tun könnte, um das zu ermöglichen im Leben eines anderen. Das wirklich noch irgendwie eine Art wohlwollende Qualität hat. Es bringt einen auch irgendwie in die Position, Zuschauer dessen zu sein. Also es hat was von, ich möchte eigentlich, also ich möchte selber vielleicht auch blühen, aber ich möchte ja sehen, ob die anderen blühen und wie das abläuft und was möglicherweise nicht dabei so sehr gesehen wird, ist das Blühen selbst ja eigentlich erstmal ein biologischer Vorgang ist. Oder ein phytologischer, ich weiß nicht, was man sagen würde, botanischer. Ein Vorgang, bei dem etwas, das eine Form hatte, nämlich beispielsweise eine Knospe,
diese Knospe von außen nicht unbedingt vielleicht den Anschein macht, dass etwas in ihr steckt, das eine ganz andere Form dann zeigt. Und in dem Moment, wo die Knospe irgendwann aufgeht, von selbst, ohne dass man sie zwingen könnte oder sie sich selbst zwingen könnte, in dem Moment zeigt sich die Blüte. Und die Blüte ist dazu da, um Insekten anzulocken, die dann dort landen und sich etwas abholen können und zugleich vielleicht etwas dort lassen und dann weitertragen. Die Blüte selbst ist also so eine Art Balz oder man könnte auch sagen eine Show. Und was vielleicht für die, also ich denke, dass Pflanzen nicht in Hierarchien denken, aber für die Entwicklungsstadien einer Pflanze, die blüht und die auch dann irgendwann vielleicht eine Art Fruchtkörper trägt, ist das natürlich ein entscheidendes Stadium, aber was nach dem Blühen kommt, ist eben das Verblühen. Und in dem Moment, wo die Blütenblätter abfallen und wir nicht mehr sozusagen dieses schöne Bild haben, diesen erhebenden Anblick von Blüten. In dem Moment wird die Sache richtig interessant, denn dann bildet die Pflanze etwas aus, das zum einen für andere Lebewesen zu einer tatsächlich sehr wertvollen Quelle werden kann. Und in diesem Fruchtkörper, also in der Frucht, vielleicht auch schon in der Blüte, aber sobald die Blüte verblüht, kommt ein Vorgang in Bewegung, der die Information dieser Pflanze tatsächlich auf eine Weise weiterträgt, die das Leben vermehrt. Und wenn wir jetzt zu Menschen sagen, ich will, dass du blühst, könnte darin auch enthalten sein, ich will, dass du ewig blühst, ich will, dass du blühst und blühst und blühst. Aber was ist, wenn nach dem Blühen das Verblühen kommt? Will ich dich dann noch sehen, wenn ich so dringend will, dass du blühst und glänzt? Sind also diese Momente, glaube ich, in diesem Bild, das wir Menschen benutzen, oft gar nicht mitgedacht. Vielleicht sehe ich das jetzt auch nur so eng, aber diese Stadien von Knospe, Aufgehen dieser Knospe, der Zeit des Blühens selber, also der offenen Blüte, und dann dem Verblühen. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir diesen Ausdruck für die Entwicklung von Menschen und der Verwirklichung irgendwelcher Potenziale, wenn wir den Begriff dort ansetzen oder diesen Ausdruck, diesen Satz, dieses Bild, dann sprechen wir nur von dem einen Stadium, das uns so beglückt, wenn wir es irgendwo auf einer Wiese sehen. Aber warum feiern wir eigentlich nicht die Knospen? Warum feiern wir eigentlich nicht die Blüten, die schon fast auseinanderfallen?
Es ist darin etwas enthalten, wie ich es wahrnehme, das für mich eine schockierende Grausamkeit trägt. Und das ist dieser Mythos, dass es diese eine goldene Zeit im Leben gäbe, in der man sein wahres Potenzial entfalten kann und der Welt zeigen kann, wer man ist. Ins Spiel eintreten und es allen zeigen, allen beweisen, was in einem steckt. Und was danach und was davor passiert, das ist höchstens dafür interessant, wobei was danach passiert, wie oft wird darüber gesprochen, aber vor allem was davor passiert, das ist meiner Wahrnehmung nach höchstens dafür interessant, um anderen zu sagen, wie sie auch dahin kommen können. Und unabhängig davon ist natürlich jeder Weg in ein irgend geartetes Aufblühen sehr individuell, meiner Meinung nach. Und andererseits ist darin auf diese Entwicklungsgeschichten von Menschen für mich, es ist darin abgelegt, dass man tatsächlich denkt, dass der Mensch, wenn er blüht, am glücklichsten sein muss. Nur weil es vielleicht danach aussieht. Aber wie können wir das wissen? Es kann doch auch eine Projektion sein. Weil wir gelernt haben, dann, wenn wir diese Dinge, von denen wir glauben, wir müssten sie irgendwie in unserem Leben unter Beweis stellen, dass wir dann die Erwartung haben, dass uns das glücklich macht. Und dass dann ein Riesenfeuerwerk losgeht und sich der ganze Schmerz gelohnt hat und der ganze Drill und die ganze Arbeit an sich selbst oder für irgendeine wie auch immer geartete Entwicklung und Bildung. Aber es ist ja möglich, dass es tatsächlich einfach ausgedacht ist. Und wir nennen das so Blühen. Weil die Blüten etwas zu sein scheinen, das uns Hoffnung gibt, wenn wir sie sehen. Wir werden daran erinnert, dass es neue Anfänge gibt, dass düstere Zeiten abgelöst werden können durch wirklich signifikante Veränderungen der Erscheinungen und der Formen. Und das ist etwas Schönes. Und zugleich macht es uns auch sehr abhängig davon, ob wir irgendwo etwas blühen sehen, um endlich wieder glücklich zu sein, um endlich wieder zu wissen, dass der Winter jetzt vorbei ist. Ob jetzt tatsächlich oder im übertragenen Sinne. Aber wenn wir
Wenn wir ganz ehrlich zu uns selber wären, dann würden wir vielleicht sehen, dass die ganze Zeit über irgendetwas passiert und der eine Vorgang für den anderen wichtig ist. Dass diese verschiedenen Stadien zusammenhängen. Und dass eine bestimmte Erscheinungsform, ob jetzt eines Menschen oder einer Pflanze oder von was auch immer, eine bestimmte Form zu bevorzugen, bedeutet auch nur eine bestimmte Erscheinungsform dieses Menschen möglicherweise zu lieben. Und ich ziehe in Zweifel, dass das Liebe ist. Es ist vielleicht der Wunsch, etwas zu sehen. Es scheint also irgendwie beides zu haben. Es ist etwas ganz Legitimes, glaube ich, in dem Bedürfnis, Menschen, für die man eine Zuneigung empfindet oder für die man sich interessiert, sich zu wünschen, dass im Leben dieser Menschen sich eine Lebendigkeit zeigt. Das Einzige, was mir als ein Missverständnis erscheint, ist, dass wir dann glauben könnten, diese Lebendigkeit müsste sich auf eine bestimmte Weise zeigen. Denn das ist nicht so. Ich denke, der Aufschwung, das Feiern, die Depression, die Trauer, die Angst, die Wut, das Blockiertsein, die Erschütterung, das Leiden, das Glück, der Frieden und vielleicht auch das Erscheinen und Erblühen sind alles nur Zustände innerhalb des riesigen Spektrums von Lebendigsein. Das mag merkwürdig klingen, aber ich bin wirklich der Ansicht, die Depression muss nicht weniger lebendig sein als eine Hochphase. Und möglicherweise ist der einzige Grund, warum wir Hierarchien einbauen, in der Beurteilung dieser Dinge, dass wir nicht richtig hinschauen, dass wir jetzt mal in der anderen Metaphorik ausgedrückt, dass wir das Leben im Winter nicht sehen. Und wenn ich jetzt mal so schaue, nach dieser Tirade über das menschliche Denken, dann stelle ich fest, dass die Blumen, die ich hier sehen kann, in der Wiese, wo ich gerade sitze, dass sie wirklich, wirklich schön sind. Was ich jetzt sehen kann im Unterschied zu vorhin, bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ist,
Ich glaube, das Schönste ist gar nicht die Form, sondern das Schönste ist, dass die einfach vor sich hin blühen, ohne sich dafür zu interessieren, ob sie jemand dabei sieht. Und dass es ihnen scheißegal ist, ob irgendein Mensch sich daran erfreut. Und ich glaube, davon können wir eine ganze Menge lernen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass wir vielleicht wollen, dass wir erblühen oder jemand anders erblüht, ich glaube, dann sollten wir die Profis in dieser Angelegenheit fragen, anstatt unsere Vorstellungen davon sich um sich selbst drehen zu lassen. Und möglicherweise finden wir dann auch einen etwas entspannteren Zugang zu Fragen des Erscheinens, des Sich-Zeigens, des Aufgehens. Denn wenn wir noch ein weiteres lernen können von Blumen, die ja die Vorlage für unsere Metaphorik in diesem Fall sind, dann auch, dass sie tatsächlich einfach nebeneinander sind und jeder auf ihre Weise sein kann, ohne dass die eine die andere überschreit oder vorgibt, wie man denn jetzt zu blühen hätte. Weil es offensichtlich verschiedene Weisen gibt, das zu tun. Oder anders gesagt, das geschehen zu lassen. Vielleicht greife ich dieses Bild ein anderes Mal nochmal auf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt sicherlich noch ein paar Aspekte daran zu lernen, auch wenn es sich erst so blumig und unscheinbar angefühlt hat und doch so auch durchaus Düsteres oder auch Tieferes in sich enthalten hat. Also Scheitern, der Korrektheit halber. Was meine Beobachtung ist, ist, dass die Vorstellungen, mit denen ich zu bestimmten Themen, die irgendwie auch wichtige Lebensthemen zu sein scheinen, so wichtig zumindest, dass sie dass es offenbar möglich ist, unzählige Kurse zu diesen Themen anzubieten oder Selbstfindungsratgeber zu schreiben. Diese Themen verlieren an, ich würde mal sagen, Glanz, wenn man die Worte, also wenn ich jetzt die Worte so ernst nehme, dass ich sage, okay, was für ein Wort gebrauchen wir, was ist denn eigentlich das Bild und dann möglicherweise versuche, das Bild mir vor Augen zu rufen oder es mir tatsächlich einfach mal anzuschauen. Also einfach stumpf auf eine blöde Blume zu starren und abzuwarten, was passiert, ob es mir wirklich was beibringt. Und was ich lerne, ist, dass im Anblick dessen, wo diese Worte herkommen, meine Vorstellung scheitert. Und das ist vermutlich sehr gut. Also die Rückbindung von Begriffen oder Aussagen, Sätzen und Phrasen, die wir oft gebrauchen, die Rückbindung dieser Sätze
an das, was wir in der anfassbaren Welt vorfinden können. In dem Fall das Blühen oder Erblühen, einfach mal an tatsächliche Blüten oder Blumen heranzutragen und zu schauen, was sagen die dazu. Das tötet in gewisser Weise den Begriff oder das tötet die, ich sag mal, Phantasmagorien um diesen Begriff oder die Dinge, mit denen wir einander halt locken oder auch von anderen verlangen, sie müssten sich auf eine bestimmte Weise entwickeln, um sich dann so zu zeigen. Also alle Dinge, mit denen wir einander Probleme einreden können, die wir vielleicht gar nicht haben und uns zu irgendwelchen Erfüllen irgendwelcher Vorlagen und Schablonen zu drängen, um dann irgendetwas bewiesen haben zu können. All diese, das war eine Amsel. All diese Dinge scheitern tatsächlich am einfachen Anblick dessen, woher das Bild kam. Das fällt mir auf. Und was bleibt, ist eine merkwürdige Offenheit und eine merkwürdige Ratlosigkeit und zugleich ein unheimlich friedliches Gefühl von Indifferenz oder ich glaube, dass mir da jetzt kein Wort mehr einfällt, ist ein gutes Zeichen. Wortlosigkeit, ja, Sprachlosigkeit. Der Löwenzahn hat mich sprachlos gemacht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du gelauscht hast. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass ich will, dass du blühst. Auf keinen Fall. Mach, was du willst. Bis bald.